Also mein Film heißt A Film by Roland Wehab, was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil man normalerweise das ja eher nachher schreibt, aber das ist gleichzeitig der Titel, weil es eigentlich um einen Film, das über das Filmemachen geht. Und Ausgangspunkt war eigentlich in gewisser Weise meine Biografie, aber das habe ich natürlich überspitzt. Das Ganze ist ja Komödie und es ist in satirischer Weise geht's um die Höhen und Tiefen eines Filmemachers, eines Indie-Filmemachers. Also die prinzipielle Ausgangslage war die, dass ich normalerweise Dokumentarfilme mache und das eigentlich im sehr kleinen Team. Ich sage mehr oder weniger One-Man-Band, wo ich natürlich immer Leute habe, die mir trotzdem helfen und gewisse Dinge machen, aber die Kernaufgaben wie Regie, Kamera, Schnitt, das mache ich immer selbst bei den Filmen. Das geht ganz gut im Dokumentarfilm, aber ist ein bisschen schwierig im Spielfilm. Und eines Tages habe ich mir gedacht, okay, ich will es einfach wissen, ist es möglich? Braucht man wirklich diesen langen Ausspann, den es in diesen Filmen überall gibt? Kann ich es auch alleine schaffen? Und das war quasi nicht nur das Thema des Films, sondern auch gleichzeitig die Challenge dann auf mich selbst. Kann ich es wirklich durchziehen von Anfang bis zum Ende, vom Drehbuch, Regie, die Maske, das Bühnenbild, als Schauspieler, was ich normalerweise nicht bin, bin normalerweise hinter der Kamera, auch vor der Kamera zu sein, sämtliche Rollen in dem Film zu übernehmen, kann ich das wirklich durchziehen. Das Ganze hat relativ lang gedauert, nämlich 8 Jahre, von der ersten Idee bis zum fertigen Film. Aber das deswegen, weil ich das neben einem Projekt, mit dem ich ja Geld verdiene, das so quasi in der Freizeit gemacht habe und sich das dann dementsprechend lang hingezogen hat. Und für mich ist dieser Film jetzt nicht ein Film über mich, sondern eigentlich über das Filmemachen und über die Liebe zum Filmemachen. Und das ist quasi so ein bisschen die Botschaft, die ich da rausbringen möchte. Was immer ihr macht, sei es Filme, sei es Musik, sei es Literatur, wenn ihr es machen wollt, dann macht's es, aber bleibt's dabei. Weil die größte Herausforderung bei diesem Projekt war, einfach durchzuhalten, vor allem über so lange Zeit und es wirklich zu am Ende zu bringen. Ja, ich muss sagen, ich finde es sehr positiv, dass es hier mal Filme gibt, die es man möglicherweise so nicht sieht. Bei meinem Film war es jetzt auch so, ich habe jetzt quasi die Österreich-Premiere hier, auch wenn er heute nicht gezeigt wurde, aber es ist jetzt noch der 21. Filmpreis, den ich jetzt bekommen habe, da habe ich es in Österreich bekommen. Das heißt, es ist ja lustig, dass man zuerst um die ganze Welt reisen muss, bis man dann endlich in Österreich auch irgendwie honoriert wird. Aber das finde ich das Spezielle am Siedler Tor und das gefällt mir, die Atmosphäre hier, tolles Kino. Ich würde wiederkommen.